Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute wollen wir uns mit Threads und Prozessen beschäftigen und das ist eigentlich mehr so in Richtung Hardware bzw. Operating Systems oder Betriebssysteme als eigentlich in Richtung von, keine Ahnung, objektorientierte Programmierung oder sowas. Aber es ist natürlich nichtsdestotrotz unglaublich wichtig, vor allem beim Multithreading, mittlerweile eigentlich fast eine der wichtigsten Techniken zum Schnellermachen von Programmen geworden ist. Warum ist das so? Heutzutage, ihr erinnert euch vielleicht an früher war es so, jeder PC hatte einen Kern, also einen CPU-Kern. Heutzutage hat man 4, mindestens eher 6 oder 8 oder vielleicht sogar noch mehr. Und jeder davon kann normalerweise auch 2 Threads auf einmal ausführen. Und dadurch ist Multithreading Multithreading eigentlich sehr, sehr wichtig geworden, weil man eben sozusagen 2 Code-Teile gleichzeitig ausführen kann, was natürlich im besten Fall das Programm verdoppelt, also von der Geschwindigkeit her. In manchen Fällen, wenn wir natürlich jetzt hier irgendwie 8 Kerne haben, jeder davon kann 2 Threads ausführen, dann können wir bis zu 16 Mal so schnell werden wie bei einem normalen Programm. Und 16 Mal ist halt schon irgendwie ein Argument, ne? Problem ist natürlich, wir haben immer noch so ein bisschen Overhead, also man muss die Threads irgendwie wieder zusammenkriegen, man muss sie erstmal spawnen und so weiter und so fort. Aber dazu brauchen wir erstmal ein grundlegendes Wissen, was eigentlich Prozesse und was Threads sind. Euer Programm, wenn es gestartet wird, startet als eigener Prozess. Das heißt, ein Prozess hat hier Code. Dann hat er, also wirklich jetzt im Speicher, das ist jetzt kein Code oder sowas, was ich hier gerade mache, sondern das ist wirklich, wie das Ding im Speicher aussieht. Dann haben wir Daten, also Data, und wir haben geöffnete Dateien, zum Beispiel irgendwelche gelesenen Dateien oder sowas. Da werden wir übrigens auch noch drauf kommen. Und wenn wir das jetzt hier haben, dann haben wir noch die eigenen Threads jeweils. So, also das ist quasi der Teil vom von eurem Prozess, der immer gleich ist. Das ist das, was ein Prozess hat. So, und jetzt dann hat er noch zusätzlich Thread 1, wenn man ihn spawnt. Und Thread 1 beinhaltet einige Register, das ist Plural jetzt, also mehrere Register. Dann hat er noch einen Stack. Auf einem Stack kann er irgendwelche Variablen oder irgendwelche Funktionsaufrufe speichern zum Beispiel. Und die Register sind dazu da, um direkt in die CPU rein sozusagen Daten zu liefern. Aber der eigentliche Datenteil, der ist geteilt. Das heißt, er hat zwar einige Variablen, die er hier für sich alleine hat, aber im Grunde sind alle Daten, die wir haben, geteilt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen zweiten Thread habe, dann hat er auch nochmal ein Register und er hat einen Stack, aber der Code, der wird geteilt von Thread 1 und Thread 2 und die Daten werden auch geteilt von Thread 1 und Thread 2 und die Dateien, die er geöffnet hat, auch. Das heißt, die sind irgendwie, geteilt und dadurch können ein paar Schwierigkeiten aufkommen, die wir uns aber noch angucken wollen. So, wichtig ist jetzt, am Anfang wird euer Programm als ein Prozess mit einem Thread gestartet, also genau so. Das heißt, ihr habt Code, klar, das ist das, was ihr schreibt, ihr habt Daten, eure Variablen, irgendwelche Daten im Arbeitsspeicher, ihr habt geöffnete Dateien und ihr habt eben für diesen einen Thread, davon merkt ihr nicht mal irgendwas, Register und ein Stack. So, der Stack ist jetzt, wie schon gesagt, das hatte ich glaube ich schon mal irgendwann erwähnt, wenn ich jetzt eine Funktion aufrufe, das heißt, sagen wir einfach mal, wir haben schon eine Funktion und dann sage ich hier do something, das ist meine Funktion und dann wird zum Beispiel also hier oben drüber steht ja auch noch irgendwas, x++ oder sowas und unten drunter steht auch noch irgendwas, so. Und jetzt müssen wir natürlich wissen, hey, wenn wir mit do something fertig sind, dann springen wir wieder zurück in Zeile 5 Ende, also an Anfang von Zeile 6. Das nennt sich dann zum Beispiel Rücksprungadresse, die wird auf den Stack gelegt. Alle Parameter werden bei einem Funktionsaufruf in den Stack reingelegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel x mit übergebe, dann wird auch x auf den Stack gelegt. Und genau, dazu ist das sozusagen da. Und am Anfang, wie gesagt, hat unser Programm genau einen einzigen Thread. Wenn wir jetzt aber mehrere Threads spawnen,
dann haben wir natürlich hier noch einen zweiten Thread mit einem eigenen Register und einem eigenen Stack und mit einem dritten Thread und so weiter und so fort. Aber wir haben trotzdem immer nur einen Prozess im Normalfall. Es gibt Programmiersprachen, da werden Prozesse erzeugt, keine Threads. Und es gibt Programmiersprachen, da werden Threads erzeugt und keine Prozesse. Normalerweise hat man immer Threads in der Hand, aber es gibt, wie gesagt, auch einzelne Sprachen, da macht man mal einen Prozess auf einen neuen. Beim Erstellen von neuen Prozessen, also wenn ich hier wirklich wieder mit Code und so weiter und so fort anfange, dann spricht man auch oft vom Forken, also wie Gabel im Endeffekt, weil wir ja was abzweigen. Und da wird erstmal hier alles natürlich kopiert, weil wir am Anfang irgendwas brauchen, aber dann wird das Ganze überschrieben mit den eigenen Dateien oder Daten, die der Prozess dann eben jeweils anfasst. So. Wichtig ist jetzt vielleicht auch noch kurz der State von einem Thread, weil wir hauptsächlich mit Threads arbeiten werden. Und der States von einem Thread sind eigentlich relativ witzig. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, wir erstellen erstmal einen neuen Thread. Ich schreibe das hier jetzt mal als New Thread hin, so sieht es dann fast im Code auch aus. Dann wiederum haben wir den Zustand neu erreicht oder auch New. Dann läuft das Ding aber noch nicht. Ein New Thread, also ein neuer Thread, der ist einfach nur da. Das heißt, wir haben hier die Register und den Stack angelegt für diesen Thread, aber nur für den. Und dann ist das Ding aber noch nicht am Laufen. Das heißt, wir haben unserem Betriebssystem, was wir immer brauchen, haben wir noch nicht gesagt, okay, wir wollen diesen Thread jetzt auch wirklich laufen lassen. Das heißt, der Code, der zwar geteilt wird, aber never mind, der wird hier nicht irgendwie schon ausgeführt, standardmäßig, sondern der muss erst noch gestartet werden. Das heißt, danach müssen wir über einen Startbefehl, ich schreibe das jetzt hier mal so hin, müssen wir den ganzen Thread noch starten. Das ist wie gesagt über Start möglich. Dann haben wir aber immer noch, normalerweise zumindest, haben wir immer noch keinen wirklich laufenden Thread, sondern wir haben nur einen lauffähigen Thread erstellt. Da wird jetzt hier manchmal unterschieden, manchmal braucht man dieses Start nicht, das wird dann automatisch mit New gemacht, das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber hier haben wir jetzt nur die Möglichkeit, ihn laufen zu lassen. Wie gesagt, der Schritt ist jetzt hier nicht immer der Fall, also ich klammer den jetzt vielleicht mal ein hier, weil das nicht unbedingt sein muss, dass man den braucht. Und dann sagen wir hier Run. So, Run macht, dass der Thread tatsächlich jetzt endlich mal losgelaufen lassen wird. Das heißt, er ist jetzt running, das ist jetzt mein State. Und jetzt können ein paar verschiedene Sachen passieren. Und zwar, er kann irgendwie, und jetzt wird's ein bisschen tricky, er kann pausiert werden. Das heißt, er kann sich zum Beispiel selbst pausieren. Und das passiert über Sleep. Sleep macht, dass der Prozess einfach sich selbst pausiert. Der sagt einfach, ich tue jetzt nichts mehr. Denn ein Thread, also ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, euer Betriebssystem sagt, okay, ich habe jetzt gerade zum Beispiel 128.000 Threads. Nein, ist ein bisschen viel, aber normalerweise 128 Threads ist jetzt nicht ungewöhnlich, sage ich jetzt mal. Und logischerweise, selbst wenn ihr irgendwie 8 Kerne habt und jeder dieser Kerne, das ist viel, heutzutage zumindest, 8 Kerne und jeder dieser Kerne kann 2 Threads ausführen, dann habt ihr die Möglichkeit, 16 Threads auszuführen. Aber die anderen, was hatte ich gesagt, wie viel? Wir haben 128. Die anderen 112 Threads, die können ja nicht auf einmal laufen. Das heißt, die sind pausiert. Und da muss man jetzt natürlich unterscheiden, haben sie sich selbst pausiert oder wurden sie pausiert? Und je nachdem wird einfach die Ausführung unterbrochen. Das heißt, ihr habt tatsächlich Code am Laufen, also irgendwelches while true x++ oder sowas. Und dann wird einfach hier direkt, nachdem dieses Ding ausgeführt wird, Pause eingefügt sozusagen. Und diese Pause, die kann man sich auch im Thread selber schreiben, und zwar indem man eben Sleep aufruft, oder sie kommt von außen, zum Beispiel vom Betriebssystem, als Signal rein. Das heißt, man kann sagen, hey Thread, warte mal ganz kurz, du bist jetzt gerade nicht dran. Da passieren wirklich witzige Dinge, werden wir aber noch drauf zu sprechen kommen. Gut, also jedes Mal, egal ob es jetzt von innen kommt, das wäre dann dieser Sleep-Befehl hier, oder wenn es von außen kommt, zum Beispiel vom Betriebssystem, weil jetzt gerade eben ein anderer Thread wichtiger ist, da kommt dann auch die
die Priorität der Prozesse wieder rein. Also wenn ihr zum Beispiel einen hohen Prozess habt, dann wird von außen seltener ein Wait ausgeführt, aber es kommen trotzdem immer noch Waits rein, weil jeder der Prozesse möchte mal reinkommen. Und bei Sleep machen wir natürlich trotzdem, dann gehen wir in den Zustand Waiting. Und bei Wait gehen wir logischerweise auch in den Zustand Waiting. Das bedeutet, der Thread läuft gerade nicht, aber er wartet darauf, dass er ein Signal bekommt von irgendjemand anders und dann läuft er eben wieder weiter. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel von einem Waiting Thread in Java heißt das ganze Ding Notify. Wenn wir das bekommen, dann geht es weiter. Das heißt, wir sind wieder bei Running. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wir können sowohl von Waiting als auch von Running auf den Zustand Dead gehen. Und zwar zum Beispiel einfach, indem wir terminieren. Also wir sind zum Beispiel fertig hier. Return wäre ein Beispiel. Oder wir bekommen ein Signal, dass wir beendet werden oder sowas. Und dann sind wir tatsächlich dead, also tot, das heißt, er wird beendet. Wir können auch direkt natürlich den New-Prozess direkt auf dead wieder setzen, indem wir einfach ihn terminieren oder einfach löschen oder sowas, das geht natürlich auch. So, und das sind so in etwa die wichtigen Zustände eines Prozesses, das heißt, wir haben hier erstmal den neuen, dann haben wir einen Running Process oder einen Running Thread, das funktioniert mit Prozessen in dem Fall auch. Dann ein Waiting, wenn wir Sleep, also intern aufrufen, wir wollen jetzt warten und da kann man meistens auch angeben, wie lange man warten möchte. Oder wir haben ein Wait, wenn wir von außen eben signalisiert bekommen, okay, jetzt machen wir halblang. Oder eben Notify, damit wir wieder weiterlaufen können. Oder wir sterben einfach, weil wir fertig sind oder weil eben von außen kommt, jetzt reicht's mir einfach. Gut. Das war's von meiner Seite als kleine Einführung in Prozesse und Threads. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.